Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Ja, heute quatsche ich mal ein bisschen mit meinem Schatz, so wie er mal so nachfragen, wie er so nach SL gekommen ist, wie er SL findet, was SL für ihn ist und so weiter und so fort. Schatz, du darfst gerne anfangen. Gerne anfangen. Ach du Scheiße, erstmal Hallöchen. Ja, ja, wie bin ich nach Second Life gekommen? Eigentlich so wie jeder andere auch. Ne? Internet mal ein bisschen rumgeschnüffelt, Second Life gestoßen, mal diverse Foren durchgeblättert, was das überhaupt ist, weil ich konnte mir da auch keinen Reim draus machen. Avatar, doof rumstehen, Chat, keine Ahnung. Ne? Und dann ist mir halt aufgefallen, in den Foren halt, ne, gab es halt negative sowie positive und ja. Da ich auch ein bisschen gerne so ein kleiner Bauer bin, habe ich mir gedacht, ach, das könnte was für mich sein. Und seitdem habe ich Second Life. Und seitdem tigere ich hier 6 Jahre lang rum. Ungefähr. Okay. Circa 6 Jahre. Und ja, ich werde euch alle überleben. Stimmt, weil du bist ja Vampir. Er ist auch wieder ein anderer Schnack. Ich mach das aber nicht mehr so extrem, wie ich es am Anfang angemacht habe. Ja, man kann hier in SL, ihr Lieben, weil ihr mich ja jetzt erstmal einen Gruß auch noch mal raus an die 2 oder 3 Leute, die mich neu abonniert haben. Erstmal ein Dankeschön geht erstmal raus. Und dann, ja, es gibt verschiedene, was man hier in SL sein kann. Elfen, Vampire und hat man nicht gesehen. Werwölfe, glaube ich, noch, Schatz, ne? Mit einem Avatar bist du auch, glaube ich, Werwolf. Ähm, Ich versuche da so eine Kombination zu fahren, weißt du? Okay. Geht auch nicht immer, weil ich normalerweise dafür noch einen anderen Hut brauche, aber so genau schaue ich jetzt da auch nicht drauf. Mir reicht aus, wenn ich so ein kleiner Formwandler bin mit meinem anderen, ne, und der kann sich halt in einen Wolf verwandeln. So, also ist es für mich mein Liken. Ja, alles gut. Ja, ihr fragt euch natürlich auch da draußen eventuell wieder, warum braucht man in SL mehrere Avatare? In meinem Fall muss ich da ehrlich dazu sagen, ich kam nach SL durch Second City, wie man ja weiß, ne? Und in Second City lernte ich dann jemanden kennen, der sagte dann auch, SL ist schöner und in SL kannst du alles schön fahren und machen und so, ne? Also wer Second City mal wissen will, was das ist, der möge meine ersten 3 Videos gucken. Ich glaube, das ist Second City. Ähm, ja, da bin ich nicht mehr ganz so aktiv. Ne? Ich gucke mal hin und wieder mal rein, aber ansonsten mag ich halt SL mehr. Und am Anfang habe ich hier Host gemacht in Second Life und das wurde mir dann irgendwann mal zu viel, weil ich von nachmittags bis, was weiß ich, bis spät abends nur von einem Club zum anderen gesprungen bin und hatte Host gemacht, DJ Guten Morgen. Und dann wurde immer gesagt, bei den einigen es ist immer von Club zu Club verschieden. Die einen möchten mehr gesprochen haben, die einen schmeißen immer nur Gesten in Chat rein, weil sie, ich sag ganz ehrlich, mal ein bisschen eher zu bequem sind, um mal was zu schreiben. Oder man kann auch nichts Großartiges schreiben, weil die dann im Hintergrund AFK sind oder mit einem zweiten Avatar irgendwas anderes machen und passen und stehen nur dumm rum und hören dem DJ mit zu. Du kennst es ja selber, mein Schatz, bist ja selber DJ. Ne? Und da aus dem Grund und weil ich ja das Kräften auch mache, wie du auch, mein Schatz, ne? Was das Kräften beinhaltet, guck doch mal bitte bei Zippo rein. Er macht auch Videos, er erklärt, was das Kräften ist. Und ja, ansonsten Ist eine geile Variante, um an Geld zu kommen. Sagen wir es mal so. Man richtig. muss, da, man muss da halt mal ein bisschen Zeit investieren. Das dauert halt mal ein bisschen länger. Wenn man das, sag ich mal, alleine macht oder irgendwas, dann dauert es natürlich ein bisschen länger alles. Ne? Aber wer dran bleibt, der kann da. Wie zum Beispiel jetzt kleiner Schnack. Es war ja Halloween-Event Ja, bei Crafties. Also, ne, ich bin dann mit 30k, 35k rausgegangen. Also, es ist schon. Was meinst du, warum ich mir so ein Body leisten konnte? ja, ach ja, ja. äh, wer, ne, wer Zippo schon und mich ein bisschen länger kennt,
der weiß, dass Zippo erst einen anderen Avatar natürlich hatte, ne? Und jetzt nach und nach, wo er sich durchs Crafting bisschen Linden verdienen konnte und so hat er sich natürlich auch schicker gemacht. Sieht gut aus, mein Schatz. Ja. Schleimer. Warum Schleimer? Ich liebe dich Sah ich vorher nicht gut aus? Nein? äh, ganz ehrlich, nein, Ja, ganz ehrlich, komm raus damit, Butter bei den Fische, hopp. nein, das nicht. Sag ich doch. Sag ich doch, hässlicher Vogel. Ja, 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 aber du weißt ganz genau, dass ich jetzt nicht nach dem Avatar gucke, ne? Weil auf eine Art und Weise, wie die anderen ja nicht, was heißt auf eine Art und Weise, es ist Quatsch. Aber wie ja viele wissen, sind wir ja auch nicht nur in SL zusammen, sondern auch Real Life. Und ich gucke nicht großartig auf den Avatar. Mich interessiert mehr die inneren Werte eines Menschen. Jeder, ob es jetzt eine gute Freundin ist, die ich hier in SL kennengelernt habe oder auch natürlich dich oder so, ne? Ich gucke erstmal immer, wie ist er und was macht er und so weiter und so fort. Wie kommt er rüber und ja. Ja, aha, wie kommt der rüber? La Jetzt mal eine bescheidene Frage an dich. Wie kam ich denn rüber? ja, äh, ähm, süß halt. Entschuldigung, dass ich wieder meine Kinderstimme verwende, aber es ist mir ein bisschen unangenehm. Davon Weil kann ich mir auch nichts. er kam, wie gesagt, die kurze Geschichte, er machte anscheinend kurz Crafting, kann er ja auch gleich nochmal erzählen, wie er zu Crafting kam, beziehungsweise er stand vor mir, statt dass ich Hallo oder sowas gesagt habe ich die Geste abgeschmissen, du Voice. So, und dann habe ich seine Stimme gehört und naja, wie viele von mir von früher mich kennen, wenn ein Mann eine schöne Stimme hat, war es um mich geschehen und ist es auch weiterhin. Peinlich. Wieso peinlich? Musst du nicht peinlich sein. Nicht? Nö, eigentlich nicht. Warum? Ich freue mich. Ja, statt In, dass Sa ich in, so Sa in dir Sachen, Hallo gesagt in habe, Sachen, habe ich gesagt, Voice. ja, das stimmt allerdings, ne? Du hast halt den Anstand nicht halt, dich erstmal zu begrüßen. Ne? Selbst deine Kollegen auf der Sim haben gesagt, das kannst du nicht machen, kannst du nicht machen. Du musst doch erstmal guten Richtig. Tag sagen oder was weiß ich nicht alles. Doch nicht Ja, so machen. richtig. Ja, 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 Kritik musstest du auch einstecken. Aber wie gesagt, mit den Avataren, ne? Also ich hatte ja keine andere Möglichkeit vorher. Weißt du, ich hatte ähm, das Einzige, was ich mir mal ein bisschen verdient hatte, ist mal ein bisschen Mesh hochladen und so weiter. Du kennst selber, wie man sich in Second Life ein bisschen Geld reinspielt, sag ich mal. Mhm. Ne? Und danach musste ich mich halt ich auch mal richten. Ne? Da war es teilweise sogar so bei mir, dass ich teilweise jeden Tag mit zwei Avataren gleichzeitig online war. Denn mit dem einen war ich sozusagen, habe ich einen auf DJ gemacht, ist klar, hier mit Zippichen, ne? Mit meinem. Ne? Und mit dem anderen habe ich mich irgendwo beim Slaughter angemeldet. Ja, Und habe den ganzen lieben langen Tag von morgens bis abends Slaughter gemacht. Das kam rum, nicht viel, aber hat gereicht. naja, Und daraus dann konnte ich mich dann halt errichten. alles Sah zwar gut. nicht so gut aus, aber hey. Alles gut. Ja, wie gesagt, mein zweiter Butterblume ist aus dem Grund entstanden. Erstens, ich wollte gerne mal selber umsetzen, wie was funktioniert, also wie man den Avatar im Mesh umwandelt und so weiter und so fort, weil Sandy ist in der Hinsicht über ein anderes Programm geholfen worden, wie man das einstellt und macht und tut, ne, um das selber nochmal umzusetzen und zu eignen. Deshalb ist auch in der Hinsicht ein Butterblume 79 entstanden. Und weil ich Naja. halt auch einen Avatar extra brauchte, um mal abzuschalten von Host und DJ und hast du nicht gesehen. Und heute musst du es dir nur noch einmachen, weil du irgendwann mal abschalten musst von mir. Gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Ja, komm, bisschen Spaß muss sein. Ja, das stimmt. Lieb dich doch halt, Schatz. Ich weiß. Ja, fällt dir noch irgendwas ein? Mir momentan nicht, was ich dich frage. Ach so, ja doch, wie bist du eigentlich zum DJ gekommen, mein Schatz? Hast du Oh, das schon erzählt? ganz gefährliche Frage. Hat ein bisschen was mit Bloodline zu tun. Die Kurzvariante ist so, ich hatte einen Bloodline-Clan, also nee, ich selber nicht, aber ich war in einem drinne und
wir waren damals angefangen mit 3 Leuten, meine Ex, die Queen und ich selber. Jo, wir haben uns mal beschlossen, komm, wir wollen mal DJ machen, warum nicht? Wie geht das überhaupt? Ne? Und ach herrje, und naja, dann haben wir uns halt mal ein bisschen damit beschäftigt. Nach 1, 2 Wochen stand alles und dann hatten wir mal kurz die ersten Sets mal auch durchgezogen, ne? Was auch wirklich teilweise auch gut ankam, ne? Also war gut. Und seitdem bin ich dabei. Oder seitdem mache ich das. Okay. Angefangen habe ich, angefangen habe ich halt auf VDJ zu lernen. Jo, VDJ läuft bei mir jetzt momentan nicht, also muss ich umstellen auf Mix. Ja, und das habe ich ja auch durch dich kennengelernt, ne? Und da habe ich jetzt angefangen, hatten wir mal zusammen eine Option, hatte auch einen Club, wir zwei, ne? Hatte natürlich jetzt nicht so wirklich gut gelaufen, weil Club gibt's hier wirklich en masse, muss ich ehrlich zu sagen, aber Leute dazu, wo man ja, wo man einfach nur mal Musik hören kann oder so, beziehungsweise es gibt wirklich viele Clubs hier in Second Life, ob es jetzt in deutscher Sprache ist oder ist es in Englisch oder sonst was, ähm, dann aber es ist nicht mehr so viel besucht, wie es mal war, leider. Es gibt Ja, momentan viel das mehr hat aber, Leute, ja, das hat aber auch eher mit den Klischees zu tun, ne? Also wenn man jetzt in einen Club mal reinkommt, was sieht man denn? Da haben eigentlich immer gerne viele vermutet, das sind eh alles nur Alts und Bots und hast du nicht gesehen. Und das kommt halt nicht bei den Leuten gut an halt, ne? Wenn man halt dann schon dieses Klischee hat, dann haben Clubs selber auch ein Problem. naja, wir beide, Schatz, wir sind ja meistens immer so, auch ein bisschen eventuell geisteskrank, aber wir spielen ja aus Leidenschaft oder hauptsächlich wir beide machen unser YouTube-Videos, ob du jetzt oder ich jetzt, aus Leidenschaft und wollen dafür keine Linden haben und so weiter und so fort. Und auch wenn mal DJs auflegen und so als DJ oder so, äh, wer es geben möchte, ja, aber wir sind jetzt nicht aus auf Linden, weil wir, wenn wir was machen, egal was, dann machen wir das aus Herzblut und nicht unbedingt da wegen diesen ganzen Linden. Ne? Nicht wahr, mein Schatz? Das ist richtig. Tippies sind immer noch, die Tippies sind immer noch Freiwillige, sind immer noch freiwillig, wenn jetzt, sag ich mal, Leute gibt, sag ich mal, die gern, die mal tippen oder so, ne, ist natürlich willkommen, natürlich. Ja, Aber auch, es sind auch die Leute willkommen, die mal kein Geld haben und so weiter, ne, richtig. die die sich das gar nicht richtig leisten können, mal so mal 100 oder 200 mal darin zu ballern oder irgendwas. Ne? Auch wenn man Musikwünsche hat. Ne? Also, wenn einer keine Linden hat und trotzdem Musikwunsch hat, sage ich immer als DJ, her damit, ist scheißegal. Ne? Richtig. Musikwunsch ist ein Musikwunsch und dann erfülle ich den, soweit es wie es geht, erfülle ich den. Und vielleicht mal eines Dings noch in den ganzen 6 Jahren oder eigentlich 5 Jahre, wo ich DJ mache, ist es mir nur einmal vorgekommen, dass ich einen Wunschhit nicht erfüllen konnte. Einmal. Guter Schnitt, ne? Ja, ein sehr guter Schnitt, mein Schatz. So, damit das Da Video, bin ich selber ein bisschen stolz drauf. ja, kannst du ja auch sein, mein Schatz. Ja, 'n Gruß geht natürlich erst auch mal an alle raus, die Clubs natürlich in SL machen und tun. Das ist ein harter, mäßiger Job, und DJ und natürlich Host und egal wie, ne? Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ihr mit mir oder mit Schatz irgendwie auch mal ein Interview alleine führen wollt oder wie auch immer, und keine Angst, wir beißen nicht, auch wenn es so komisch aussieht. Aber ja, keine Angst, keine Scheu. Ja, ich hoffe, ich habe das Video soweit jetzt, ist mein erstes Gespräch, Leute. Hoffentlich soweit ganz gut gemacht und ja, ich wünsche euch noch was und ja, klickt auf gefällt mir oder gefällt mir nicht, schreibt mir Kommentare drunter. Wir freuen uns auf beiden Seiten und ja, mal meinen Tittenbonus mal wieder gesagt ein bisschen erweitern und mal auch ähm, ja, einfach mal sagen und
wer mal ein Interview machen möchte mit mir oder wer auch nicht und mal, ja, so weiter und so fort. Ähm, Vieles quasseln, ihr wisst, Frauen quatschen gerne viel. Ähm, ja. Hast du noch irgendwas zu sagen, mein Schatz? Ja, du hast ja gesagt gehabt, ne, wer mit uns beiden mal ein Interview machen will, gerne mal alleine mal, ne? Äh, private Interviews auch. Ich habe nichts Nein, gesagt. nein. Mein Schatz, du weißt, wie YouTube ist, ne? Und wir wollen, Ich weiß. Ich weiß. Aber ich find's irgendwo auch mal hin und wieder mal kernig, wie man so ein bisschen drauf reagiert halt, ne? Also, ich back mir, sage ich mal so, sozusagen kleinen Ei drauf, ne? Mir ist es Latte auf Deutsch, ne? Ich mach's trotzdem, ja, aber egal. Okay, wenn jetzt das natürlich ein bisschen zu mehr wird, es wird natürlich nicht gestreamt, ist klar, ne? ja, ne? Also, ja, fühlt euch wohl, ne? Wie gesagt, eure Sandy. Schatz, sag noch mal ein Schlusswort. Das Wort zum Sonntag bleibt mir gesund. In diesem Sinne, reingehauen. Tschüssi.